du bereit bist für die kalte Jahreszeit, dann machst du jetzt gemütlich mit deinen Malsachen und los geht's mit den Dezember Aquarell-Doodles. Ich bin Mareike von Handmade Paper und freue mich ganz doll auf die heutige Malsession mit dir. Los geht's mit unserem Material. Ich nehme wie immer für die Doodles das Mixed Media Papier von Van Gogh. Da seht ihr die anderen Doodles der letzten beiden Monate. Das passt also perfekt. Und für meine Pinsel, beziehungsweise den einen, dann nehme ich den 4er Rundpinsel auch von Van Gogh und meinen Aquarellbleistift von Faber-Castell. Und für die Überschrift habe ich hier den Micron Fineliner. Meine Farbpalette ist wie immer etwas durcheinander von allem ein bisschen. Schaut einfach, was ihr zu Hause habt. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ich starte wie jedes Mal mit einer Überschrift. Das finde ich ganz cool für so eine Doodle-Seite und es sieht eigentlich immer schön aus, wenn da noch was drüber steht. Aber das könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr das hinpackt oder nicht. Dieses Mal habe ich mit ein paar Skizzen angefangen, weil so ein paar Motive hier sehr spezielle Formen haben, die ich dann relativ ordentlich gerne ausmalen will. Und wie gesagt, mit dem Aquarellbleistift verschwinden die Linien dann im Idealfall auch, sobald ich mit der Farbe drüber gehe. Das heißt, ich kann hier ganz unbesorgt erstmal drauf los scribbeln und natürlich auch immer radieren. Ich habe jetzt einen Handschuh, so einen Stiefel, ein Kerzenglas, einen Geschenkanhänger, so ein Lebkuchenmännchen bis jetzt gemalt. Das könnt ihr auch anordnen, wie ihr möchtet. Und dann geht es auch schon los mit der Farbe und dem Handschuh. Das ist wie so ein Fäustling aus so Leder vielleicht. Der kriegt auch schon ein paar erste Schatten und schützt uns vor dem kalten Wetter. Mal gucken, wie kalt es diesen Dezember wird. Und das Lebkuchenmännchen darf auch direkt in derselben Farbe erstmal ausgemalt werden. Da brauchen wir uns jetzt gar nicht so einen Stress machen. Erstmal die ganze Fläche relativ gleichmäßig füllen. Ist nicht schlimm, wenn es ein paar Schatten gibt oder sowas. Da kommt ja noch eine zweite Schicht drüber. Dann ohne Skizze habe ich mich für so eine Christbaumkugel entschieden. Da mache ich im Prinzip nur einen Kreis mit einer Farbe meiner Wahl und auch noch so ein paar Schatten unten rechts in die Ecke rein. Später kommen da auch noch ein paar Details drauf, aber jetzt lassen wir das erstmal trocknen. Und im Dezember darf natürlich so ein Tannenzweig nicht fehlen. Da beginne ich jetzt mit der ersten Schicht der Nadeln in so einem richtig schönen Tannengrün, einem satten, und ziehe diese Nadeln einfach nur mit dem Rundpinsel nach außen. Da entsteht die Form dann von ganz allein und mit so einem Braunton könnt ihr dann noch dazwischen gehen und das Holz ergänzen. Und im Dezember gibt es natürlich auch Geschenke, deshalb dachte ich mir, machen wir ein ganz einfaches Geschenk, ein verpacktes hier auf unsere Doodles, aber auch hier müssen wir erst dann nochmal warten, bis das getrocknet ist. Und für unseren Stiefel wollte ich schon sagen, für unsere Socke, die dann am Kamin hängt vielleicht oder irgendwo anders, die bekommt natürlich auch eine erste Schicht mit ein paar Akzenten, ein paar Schatten, und in die Ecke passt noch ein kleiner, feiner Weihnachtsbaum, den wir ganz ähnlich wie die Tannennadeln so mit unserem Rundpinsel Stück für Stück herunterziehen im Prinzip. Lasst einfach so ein paar Weißflächen dazwischen, das sieht ganz cool aus, und dann kann man da nach und nach nochmal drüber gehen und den immer voller pinseln und voller wirken lassen. Unser Geschenkeanhänger, der bekommt auch eine fröhliche Farbe. Der wird aber jetzt erstmal nur ausgemalt.
beim Weihnachtsbaum ist jetzt so ein bisschen Farbe verlaufen. Das kann man mit einem trockenen Pinsel ganz gut wieder abnehmen oder einfach, so wie ich jetzt hier, vermalen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und dann geht es auch schon an die zweite Schicht. Der Handschuh bekommt in der unteren Hälfte so einen Beige-Ton und die Socke auch. Das sieht irgendwie ganz flauschig aus. Vielleicht ist das Fell oder sowas. Und bei der Kerze habe ich jetzt nochmal den Farbton von dem Geschenk mit aufgegriffen. Das finde ich immer ganz schön, wenn so ein Farbton auf einer Seite zweimal irgendwie zu sehen ist und dann irgendwo nochmal erscheint. Und dann habe ich einen ganz, ganz hellen Blauton genommen, um so ein bisschen das Glas anzudeuten. Da war es anscheinend noch ein bisschen zu nass, sodass die Kerze ein bisschen reingelaufen ist. Aber wie gesagt, bei so Doodles ist es überhaupt nicht schlimm, wenn es nicht alles perfekt ist. Und das Geschenk kriegt dann erstmal eine kleine Schleife und Geschenkband drumherum. Das ist genau derselbe Farbton, nur eben sehr hochpigmentiert. In der ersten Schicht war es sehr verwässert und die Kerze bekommt auch noch so ihren Schatten. Und wenn ich diesen tollen Farbton schon mal auf dem Pinsel habe, dachte ich mir, ich mache damit auch direkt die Christbaumkugel einmal fertig und habe mich da einfach für so 2, 3, 4 Linien entschieden. Da könnt ihr euch irgendein Muster ausdenken. Und ein allerletztes Motiv, fast vergessen, das kommt hier noch unten hin, eine Lichterkette. Das fand ich irgendwie ganz schön, die hänge ich mir selber auch immer zu Hause auf. In der kalten Jahreszeit gibt es nichts Schöneres als so ein paar kleine Lichtlein, um die Laune zu heben. Und hier würde ich euch auch raten, wartet erst, bis die Lichter trocken sind, um dann das Kabel dran zu packen. Jedenfalls können wir dann direkt schon mit den weiteren Details loslegen, so ein paar Punkte auf den Handschuhen. Das Lebkuchenmännchen bekommt ein Gesicht, ein freundliches Gesicht und ein paar Knöpfe, eine kleine Schleife, eine Fliege eher. Wir sind ja im festlichen Kleidungsstil jetzt unterwegs. Und die Socke bekommt so ein ganz einfaches Muster. Die Linien ziehe ich bei solchen Sachen nie ganz immer durch. Ich finde das schöner, wenn es nur so angedeutet ist und mit ein paar Punkten gibt es noch ein bisschen Struktur einfach. Und die Christbaumkugel wird noch ein bisschen voller mit kleinen Pünktchen. Das reicht meistens schon aus, um dann es ein bisschen spannender zu machen einfach. Der Geschenkeanhänger, der muss ja auch wirklich irgendwo dranhängen. Das heißt, da kommt noch so eine kleine Schnur dann angedeutet ran. Und der Tannenzweig kriegt noch eine zweite Schicht Nadeln obendrauf. Die erste ist jetzt schon getrocknet. Und jetzt darf auch die Lichterkette richtig aufgehängt werden. Und die restlichen Stücke Kabel kommen da dran. Ich hatte jetzt leider nur Platz für 3 Glühbirnen. Vielleicht habt ihr ja mehr Platz. Hier war mir das Blau ein bisschen zu hell. Deshalb kommt noch ein bisschen was drüber und auch die Flamme der Kerze darf nicht fehlen. Ich habe das dann noch so ein bisschen verwässert, damit so dieser Kerzenschein in dem Glas ja nicht ganz so hart ist, sondern ein bisschen verschwimmt. Und der Weihnachtsbaum oder einfach die Tanne kriegt nochmal eine zweite Schicht oben drauf, genauso wie der Tannenzweig. Das lässt dann nochmal ein bisschen voller wirken und irgendwie kräftiger mit mehreren Schichten. Mir war das Lebkuchenmännchen ein bisschen zu blass, deshalb habe ich mich auch hier nochmal an eine zweite Schicht rangewagt. Auch hier lasst das alles lang genug trocknen, wenn ihr nochmal drüber gehen solltet, oder tupft einfach nur an ein paar Stellen rein, sonst lauft ihr einfach Gefahr, dass die Sachen, die ihr davor gemalt habt, schon verlaufen. Und falls das passiert, ist es auch nicht schlimm, das kann man eigentlich meistens ganz gut retten.
Auch die Christbaumkugel darf natürlich irgendwo befestigt sein und das Geschenk war mir ein bisschen zu blass. Das hat deshalb noch so ein paar Punkte bekommen, das Geschenkpapier. Und die letzten Details auf den einzelnen Elementen. Der Geschenkeanhänger kriegt noch so eine Widmung drauf, das finde ich immer ganz süß. Und ein Loch, wo die Schnur irgendwie dran ist. Und das sind dann auch im Prinzip schon unsere Dezember-Doodles. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet die Motive alle gut mitmalen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf euch beim nächsten Video.